Es ist Anfang März und der Winter zieht sich langsam zurück. Es wird Zeit, dass ich mich um meinen Garten kümmere und ihn aus dem Winterschlaf hole. Heute möchte ich mich um meinen Rasen kümmern. Gerade im Frühjahr gibt es einiges zu tun. Rasenmähen, Rasendüngen, Rasen nachsehen sind neben dem Vertikutieren und dem Aerifizieren nur einige Dinge, die ich heute angehen möchte. Auch meine Wasserzapfstellen und meine Rasenbewässerungsanlage muss ich nach dem Winter reaktivieren. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert und worauf ihr achten müsst, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Der vergangene Winter war von langen Regenperioden und starken Stürmen geprägt. Die kalten Temperaturen und Frostnächte haben erst im Januar und Februar zugeschlagen. Auch mein Rasen musste mit diesem winterlichen Umfeld klarkommen. Durch die Stürme haben sich viele Äste, Zweige und Blätter auf dem Rasen angesammelt. Heute werde ich damit beginnen, meinen Rasen aus dem Winterschlaf zu holen. Wie in jedem Herbst hatte ich meinen Rasen auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. Der Rasen wurde mit einem kaliumreichen Herbstdünger gestärkt und eine Nachsaat von frischen Grassamen fand ebenfalls statt. Auch habe ich den Rasen mit dem Rasenmäher kurz gehalten und ganz wichtig, bei Frosttemperaturen war Betreten verboten angesagt. Dennoch sieht mein Rasen in diesem Frühjahr ziemlich mitgenommen aus. Es wird Zeit, daran etwas zu ändern. Ich beginne meine Rasenpflege mit dem Reinigen des Rasens. Äste und Zweige sowie das Laub, welches sich über den Winter auf dem Rasen angesammelt hat, wird eingesammelt. Speziell unter dem Laub bilden sich schnell Pilze, da es dort dunkel und feucht ist. Das schadet dem vom Winter geschwächten Rasen enorm. Die grobe Reinigung sollte so schnell wie möglich erfolgen, spätestens aber dann, wenn die Frosttemperaturen vorbei sind und ihr den Rasen wieder betreten könnt. Sofern die Temperaturen tagsüber dauerhaft 10 Grad oder mehr betragen und es nachts nicht kälter als 5 Grad wird, beginnt das Gras zu wachsen. Spätestens jetzt muss die Rasenpflege beginnen. Sobald das Wachstum des Rasens startet, kommt mein Rasenmäher zum Einsatz. Auf diese Weise kann ich den Rasen für die folgenden Schritte auf eine einheitliche Höhe kürzen. Gleichzeitig sauge ich mit dem Rasenmäher den kleineren Unrat auf, der sich über den Winter angesammelt hat und bisher nicht aufgelesen wurde. Achtet aber darauf, dass der Boden und der Rasen beim Mähen nicht zu nass sind. Zum einen drücken die Räder die Graspflanzen in die Erde und zum anderen gibt es unschöne Spurrillen. Natürlich sollte das Messer in eurem Mäher sauber und scharf sein, damit die empfindlichen Grashalme sauber abgeschnitten werden können. Als idealer Zeitpunkt hat sich bei mir der Zeitpunkt von Mitte März bis Anfang April gezeigt. Eine weitere Faustformel besagt, dass der Rasen gemäht werden darf, sobald er die doppelte Höhe seiner späteren Zielhöhe erreicht hat. Aber Achtung, bitte schneidet niemals mehr als die Hälfte der Halme ab. Besser ist es noch, den Schnitt auf maximal 1/3 der Grashöhe zu beschränken. Sollte der Rasen bereits zu hoch sein, müsst ihr ihn etappenweise herunterschneiden und dem Rasen zwischenzeitlich einige Tage Erholung gönnen. Meine Zielhöhe liegt bei 4 bis 6 cm. Ein erster Schnitt sollte also bei einer Grashöhe von 8 bis 12 cm erfolgen. Nach dem ersten Schnitt kann die Düngung erfolgen. Während ich im Herbst einen kaliumreichen Dünger verwendet habe, setze ich im Frühjahr auf einen NPK-Volldünger. NPK steht für Stickstoff, Phosphor und Kalium. Diese Bestandteile werden vom Rasen für das Wachstum benötigt. Je nach Hersteller und Anwendungszweck unterscheiden sich die Mengen dieser 3 Bestandteile. Übrigens, neben den hier genannten Dünger setze ich auch auf Produkte anderer Hersteller. In der Infobox unter dem Video habe ich euch einige passende Produkte verlinkt. Für die Ausbringung verwende ich meinen Kastenstreuwagen.
Die für diesen Dünger empfohlene Menge liegt bei 20 bis 25 Gramm pro Quadratmeter. Hierzu stelle ich den Regler auf eine Position zwischen 9 und 10. Bei dieser Einstellung benötige ich nur einen Streugang, einmal längs und einmal quer. Wenn ihr einen anderen Streuwagen verwendet, müsst ihr euch beim Hersteller nach den richtigen Einstellungen erkundigen. Ein kleiner Tipp: Bei vielen Düngern findet ihr aber die richtigen Einstellungen auch in den Fragen und Antworten auf den Amazon Produktbewertungen. Nach dem Düngen sollte die gesamte Fläche gut bewässert werden, damit das Granulat an die Wurzeln kommt und den Rasen nicht von oben verbrennt. Entweder kommt euch der Regen zugute oder ihr nutzt wie ich eine Rasenbewässerungsanlage. Meine Rasenbewässerungsanlage besteht aus 6 Bewässerungskreisen mit insgesamt 18 Rasensprengern. Oben rechts verlinke ich euch ein Video, in welchem ich euch zeige, wie ich die Anlage im Herbst entwässert und eingewintert habe. Die Inbetriebnahme meiner Rasenbewässerung nach dem Winter ist deutlich einfacher. Ich schließe zunächst alle offenen Ventile in meinen Verteilerboxen und öffne den Wasserhahn, um Wasser auf die Anlage zu geben. Nun warte ich zunächst einige Minuten, um zu sehen, ob der Druck konstant bleibt oder ob sich die Wasseruhr weiterdreht. Sollte der Druck fallen oder Wasser nachlaufen, ist eines der Ventile nicht richtig geschlossen, undicht oder defekt. Auch ein Schaden an den Zuläufen zu den Ventilen kann in diesem Fall vorliegen. Danach wird das Magnetventil des ersten Bewässerungskreises geöffnet und das Wasser strömt durch die Wasserrohre und die Rasensprenger. Das Wasser lasse ich so lange laufen, bis die Luft aus den Rohren komplett herausgedrückt wurde. Dann wird das Ventil wieder geschlossen und der nächste Beregnungskreis geöffnet. Sobald die Luft aus allen Kreisläufen entfernt wurde, ist die Rasenbewässerung ausgewintert und bereit für ihren Einsatz. Vor dem Testlauf wird der Bewässerungscomputer aktiviert und die Einstellungen geprüft. Dann lasse ich mein Bewässerungsprogramm einmal komplett durchlaufen. Während des Probelaufs solltet ihr die Einstellungen an den Rasensprengern prüfen. Manchmal verändert sich die Wurfweite, der Wurfwinkel oder das Wurfbild. In diesem Fall muss der Rasensprenger neu eingestellt werden. An dieser Stelle ist der erste Teil zum Start der neuen Rasensaison bereits erledigt. Für die nächsten Schritte solltet ihr 2 bis 4 Wochen warten. Nicht warten solltet ihr aber mit einem Like für mein Video. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch mein Video gefällt. Drückt den Abonnieren-Knopf, um keines meiner neuen Videos zu verpassen. Nutzt die Kommentarfunktion unter dem Video und gebt mir ein Feedback. Wie startet ihr in die Rasensaison? Wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, schaut in die Beschreibung unter dem Video. Dort habe ich die von mir genutzten Produkte verlinkt.
Euer Einkauf über meine Links unterstützt meinen Kanal ohne Mehrkosten für euch. Drei Wochen sind vergangen. Das Wetter hat mitgespielt und der frisch gedüngte Rasen wächst wunderbar. Leider hat sich im Winter an einigen Stellen Moos und Rasenfilz breit gemacht. An den feuchten und schattigen Stellen verdrängt das Moos den Rasen immer weiter. Daher werde ich heute den zweiten Teil meiner Rasenpflege im Frühjahr starten. Wenn der Rasen gut bewässert wurde und der Dünger vom Boden absorbiert wurde, könnt ihr nach ungefähr 14 Tagen den nächsten Schritt wagen: das Vertikutieren. Beim Vertikutieren wird die Oberfläche der Erde mit einer scharfen Klinge angeritzt und hierbei überschüssiges Material herausgelöst. Auf diese Weise wird der Rasenfilz verringert und Moos effektiv bekämpft, da die Rasenpflanzen mehr Luft bekommen. Das Vertikutieren kann von Hand erfolgen oder mit einem motorisierten Vertikutierer. Früher habe ich meinen Rasen jedes Jahr vertikutiert. Mit einem elektrischen Vertikutierer habe ich jede Menge abgestorbene Pflanzenreste aus der Grasdecke geholt. Aber auch Moos und Klee konnte ich auf diese Art gut entfernen. Mittlerweile nutze ich einen manuellen Vertikutierer, den ich aber auch nur an den besonders verfilzten Stellen einsetze. In jedem Fall wird der Rasen vor dem Vertikutieren relativ kurz auf eine Höhe von 1 bis 3 cm gekürzt. Anschließend kommt der Vertikutierer zum Einsatz. Die Fläche wird hierbei einmal längs und einmal quer abgefahren bzw. von Hand abgezogen. Wichtig ist es, dass der Auswurf komplett vom Rasen entfernt wird. Bei den motorisierten Vertikutierern geschieht dies meist über einen Auffangkorb oder man greift zum Rechen. Ich nutze hierfür wieder meinen großen Rasenmäher. Dieser funktioniert wie ein großer Staubsauger und saugt die Überreste vom Boden auf. Nach dem Vertikutieren gehe ich direkt zur Nachsaat über. Allerdings bietet sich für den einen oder anderen an dieser Stelle zusätzlich auch das Aerifizieren an. Der letzte Schritt ist die Nachsaat des Rasens. Wenn ihr den Rasen unmittelbar zuvor vertikutiert und aerifiziert habt, kann dieser Schritt auch mit dem Einsanden verbunden werden. Damit der Grassamen gut anwurzeln kann, benötigt er viel Wasser und milde Temperaturen von mindestens 10 Grad Celsius. Optimal sind 15 Grad bis 20 Grad Celsius. Auch hier hat sich für meine Region der Zeitraum von Mitte März bis Anfang April bewährt. Bei der Nachsaat verwende ich, wie bereits im Herbst, meinen Roboterrasen. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem Erscheinungsbild meines Rasens. Ob es für meinen Rasenroboter wirklich einen Unterschied macht, kann ich nicht beurteilen. Aber in jedem Fall findet ihr den passenden Produktlink unter dem Video in der Infobox. Grundsätzlich sollte es reichen, wenn ihr die Kahlstellen mit euren Rasensamen bestreut. Das schließt die Lücken und beugt der Unkrautbildung vor. Ich persönlich sehe den gesamten Rasen mit frischen Grassamen und nicht nur die kahlen Stellen. Hierzu setze ich wieder meinen Kastenstreuwagen ein. Die richtige Einstellung für die Verteilung von Grassamen bei diesem Modell ist die 10. Ich persönlich verwende die 11 bis 12, da ich damit bessere Ergebnisse erzielt habe. Außerdem müsst ihr immer davon ausgehen, dass ein Teil der Samen den Wildvögeln zum Opfer fällt. Mit dem Kastenstreuwagen fahre ich nun erneut die ganze Strecke in parallelen Bahnen ab. Idealerweise erfolgt im Anschluss ein zweiter Streugang in gekreuzter Richtung. Hierbei ist aber eine kleinere Einstellung von 8 bis 9 am Kastenwagen völlig ausreichend. Ich verzichte auf das Einhaken des Samens in den Boden. Stattdessen setze ich auf eine gute Bewässerung. Entweder kommt euch ein ausdauernder Regen zu Hilfe oder eben eure Rasenbewässerungsanlage. Nach einigen Tagen sollte bei optimalen Temperaturen und einer guten Bewässerung die ersten Grasspitzen zu sehen sein. Während der Anwachszeit sollte der Rasen weder gemäht noch betreten werden. Der Rasenmäher würde die Samen einfach aufsaugen und alles wäre umsonst gewesen. Der erste Schnitt sollte ab einer Halmlänge von 10 cm erfolgen. Aber auch hier gilt, nie mehr als die Hälfte, besser noch ein Drittel mit einer sehr scharfen Klinge abschneiden. Alles in allem benötigen diese Arbeiten effektiv 1 bis 2 Tage im Garten.
aber ihr könnt euch sicher sein, dass sich diese Arbeit lohnt, da euer Rasen die gesamte Saison von eurem Aufwand profitiert. Ich hoffe, dass auch ihr von meinem Video profitiert und ich euch den einen oder anderen nützlichen Tipp geben konnte. Wie wäre es mit einem Like, wenn euch mein Video gefallen hat, und einem Abo? Das würde meinen Kanal sehr unterstützen und mir zeigen, dass sich meine Arbeit lohnt. Darüber hinaus freue ich mich natürlich auch, wenn ihr einen Blick in meine Produktliste unter dem Video werft. Denn auch dort gilt, keine Nachteile für euch, aber eine wichtige Unterstützung für mich. Ich sage danke und bis zum nächsten Video.